Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Im April habe ich nicht sehr viele Videos veröffentlicht. Ihr habt gemerkt, dass es recht ruhig war. Der Grund war, dass es mir gesundheitlich nicht gut ging. Jetzt geht es mir aber wieder gut und ja, mit dem Blick auf den Kalender ist es auch schon wieder Zeit für ein Video der Reihe Aktuelle Lage. Heute geht es also um die aktuelle Lage in Kuba im Mai 2023. Wenn du neu hier bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Starten wir wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs liegt bei 120 Peso pro Dollar abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Wechselkurs liegt seit einigen Monaten stabil zwischen 180 und 200 Peso pro Euro. Ist zuletzt wieder leicht gestiegen. Auf El Toque könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hier auch nochmal der Hinweis zum Geldwechsel. Wechselt mit dem offiziellen Kurs. Hier macht ihr dann auch nichts falsch. An Bankautomaten, Bankschalter oder in den Cadeccas bekommt ihr den offiziellen Wechselkurs. Solltet ihr dennoch aufgrund der finanziellen Vorteile den informellen Markt nutzen wollen, sprecht am besten mit dem Besitzer eurer Casa Particular. Auf keinen Fall lasst euch auf der Straße ansprechen zum Tauschen. Niemals mit unbekannten Personen tauschen. Speziell in den Touristengegenden kann man auch viele Dinge direkt mit Devisen, also zum Beispiel mit Euro zahlen. Dort wird dann im Regelfall ein Gegenwert berücksichtigt, der zwischen dem offiziellen und informellen Wechselkurs liegt. Wichtig ist also, ausreichend Bargeld mitzunehmen und immer nach Bedarf das Geld zu wechseln. Es wird wesentlich schwerer, Peso in Euro zurückzutauschen. Also geht da bedarfsgerecht vor. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über De Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Mittlerweile ist die Eingabe auch mit einer deutschen Eingabemaske möglich. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen die Touristenvisa und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular der Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Viel mehr ist dann auch nicht mehr notwendig. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei KubaBuddy erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Per Expressversand erfolgt die Lieferung in Deutschland innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Das Ganze funktioniert über meinen Affiliate-Link. Diesen findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf über meinen Link unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich danke euch. Werbung Ende. Ja, eine kurze Side-Note. Präsident Díaz-Canel wurde wiedergewählt. Leider gab es an dieser Stelle auch keinen Gegenkandidaten. Theoretisch besagt die aktuelle kubanische Verfassung, dass der Präsident danach kein weiteres Mal verlängert werden kann. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Kuba hat seit Wochen wieder verstärkt Kraftstoffmangel. Aus diesem Grund wurde die Ausgabe limitiert auf 40 Liter Benzin und 100 Liter Diesel. Diese Limitierung ist aber leider auch illusorisch. In vielen Tankstellen gibt es selbst diese nicht.
Die Wahrscheinlichkeit, Benzin auf dem informellen Markt zu finden, ist weitaus höher. Leider werden dort teilweise Preise von bis zu 500 Peso pro Liter aufgerufen. Die Tankstellen sind angehalten, für den Tourismus Benzin vorzuhalten, aber das bedeutet nicht, dass man Benzin findet. Schon erste Veranstaltungen wurden abgesagt, dazu wohl eine der größten und traditionsreichsten, die Mai-Parade. Wer jetzt individuell nach Kuba reist, sollte auf jeden Fall immer nachtanken, wenn es die Gelegenheit dazu gibt. Für die kubanische Bevölkerung gibt es zurzeit jedoch wenig bis keine Möglichkeit, an Kraftstoff zu kommen. Das Problem ist wohl weniger das Rohöl, sondern eher die Raffinierung. Hier fehlen wohl Zusatzstoffe zur Verarbeitung. Ob dieses Problem in nächster Zeit gelöst werden kann, können wir nur hoffen. Die Stromversorgung in Kuba hat sich wieder stark verschlechtert. Das Land kann aktuell nicht den kompletten Bedarf abdecken. Es fehlen teilweise bis zu 30%. Das Ganze hat zur Folge, dass es zu den unplanmäßigen Stromabschaltungen nun noch wieder planmäßige Stromabschaltungen gibt und das bis zu 6 Stunden am Stück. Da die Kraftstoffversorgung aktuell auch stark limitiert ist, kommen selbst Stromgeneratoren an ihre Grenzen. Wie das Ganze weitergeht, werden wir sehen. Ich werde es euch auf jeden Fall mitteilen. Lohnt aktuell eine Reise nach Kuba? Ich bin eigentlich jemand, der eine Kuba-Reise immer befürwortet. In der jetzigen Situation Kubas kann ich das aber nicht uneingeschränkt machen. Sicherlich setzt Kuba alles daran, den Tourismus weiter als einer der stärksten Einnahmequellen des Landes nicht versickern zu lassen. Aber es gibt in meinen Augen einiges zu beachten. Wer grundsätzlich nach Kuba reist, weiß im Regelfall, auf was man sich einlässt und dass man bei der ein oder anderen Sache mehr Geduld und Verständnis mitbringen muss. Wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich Individualreisen immer hervorhebe. Als Europäer sollte man in meinen Augen nicht in ein All-Inclusive-Hotel nach Kuba fliegen, um dann 2, 3 Tagesausflüge zu machen und ansonsten nur am Pool oder am Strand zu hocken. Da gibt es weitaus bessere, nähere und kostengünstigere Alternativen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Letztendlich soll jeder machen, was er will. Das Problem ist jedoch, dass man als Individualreisender aktuell in Kuba abenteuerfreudiger sein muss als sonst, nach Möglichkeit Spanisch sprechen können sollte, zumindest auf A2 bis B1 Niveau, und dass man damit klarkommen muss, dass Pläne dazu da sind, um sie zu verändern. Gerade Transporte von A nach B sollten nicht zu eng geplant werden, sondern eher mit Puffer. Also am besten nicht erst am letzten Tag vor dem Abflug in die Region des Flughafens zurückkehren, sondern vielleicht schon ein bisschen früher. Je nachdem, wie die Überlandtransporte funktionieren. Das ist nun aber auch nur eine Einschätzung des jetzigen Moments. Das kann in 1, 2 Monaten wieder ganz anders aussehen. Von daher werde ich auch den Punkt, lohnt aktuell eine Reise nach Kuba, vielleicht auch im nächsten Video zur aktuellen Lage nochmal thematisieren. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein, zum Beispiel in die Playlist zu unserer Kuba-Reise im Januar diesen Jahres. Dort sind alle Videos hinterlegt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.